Hallo, heute machen wir Weißwürste. Dazu habe ich hier einen Topf mit Salz drin. Dort mache ich jetzt erstmal den Deckel drauf. Den lassen wir jetzt einmal richtig aufkochen. Du kannst in das Wasser natürlich auch Zitrone reinmachen oder Petersilie. Machen auch manche. Ich mag es allerdings am liebsten mit Salzwasser. Die Weißwürste habe ich jetzt bereits vor einer halben Stunde ungefähr aus dem Kühlschrank rausgeholt. Es ist wichtig, dass sie Zimmertemperatur haben, damit sie nicht platzen. Denn wenn die Weißwürste platzen, verlieren sie ihren Geschmack und werden leicht fad. So, unser Wasser kocht jetzt. Jetzt schalten wir das Ganze runter auf eine relativ niedrige Temperatur. Und erst wenn das Wasser aufhört zu blubbern und Blasen zu schlagen, so wie jetzt, geben wir unsere Weißwürste langsam rein. So, und die letzte ist drin. Und diese lassen wir jetzt bei geschlossenem Deckel und einer niedrigen Temperatur, ich habe hier 10 Minuten einfach im heißen Salzwasser ziehen. So, die 10 Minuten sind um und unsere Weißwürste sind fertig. Schön prall und durchgezogen. Und die servierst du jetzt einfach mit bayerischem süßen Senf. Verlinke ich dir auch unter dem Video. Und einer frisch gebackenen Brezel. Ich serviere am besten die Weißwürste in dem Topf mit dem heißen Wasser, weil sie ansonsten schnell austrocknen und fad werden. Und daran können sie auch eine ganze Weile ziehen, ohne dass sie ihren Geschmack verlieren.